Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In dem Video möchte ich mit euch über meine Campingausrüstung sprechen, denn es gab tatsächlich einige Anrufe, resultierend auf das Video der 450 MT mit dem Kriegergepäck. Wie kann das sein, dass in die kleine Tasche eine komplette Campingausrüstung reinpasst? Und damit ihr seht, was da drin ist und ich euch nicht veräpple, lasse ich das einfach laufen und packe mit euch mal gemeinsam die Tasche gleich aus. Wenn dich das interessiert, bleibt dran, wir legen los. Okay, dann lasst uns mal in die Tasche reinschauen. Ganz zum Schluss gibt es noch ein paar Details zu den einzelnen Stücken. Aber jetzt, damit ihr erstmal seht, dass ich nicht euch belumpe und da irgendwo noch aus irgendwelchen Ecken weitere Sachen rausziehe, packen wir die mal gemeinsam aus. Außerdem wichtig ist, es gibt verschiedene Typen von Camping. Wenn ihr jetzt im Winter fahrt, ist das natürlich was anderes. Da würde ich wahrscheinlich auch anders packen. Das ist jetzt eher so 3 Saison. Ich sag mal alles zwischen abends um die 10 Grad plus, das ist genau das Richtige. Da ist zwar ein Element mit dabei, wo ihr auch mal kältere Temperaturen gut überstehen könnt. Aber lasst uns einfach mal reingucken und dann reden wir weiter. So, da habe ich drin meinen Schlafsack, einen Campingstuhl, mein Kopfkissen, meine Isomatte. Das ist eine zusätzliche Warmhalte, ja, wie nennt man das? Das kommt in den Schlafsack mit rein, um mal schwärmer zu halten. Das ist praktisch das, was ihr braucht, wenn es kalt wird. Und, of course, mein Zelt. Damit ist die Tasche leer. Und jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Teile ein. So, lasst uns mal beginnen mit dem Zelt. Ganz wichtig vorab, die ganzen Produkte habe ich mir nicht auf einmal gekauft. Das ist das Resultat aus, ich glaube, fast 3 Jahren, wo ich mir immer mal wieder was gegönnt habe, um es kleiner und leichter zu machen. Das hier ist jetzt ein Zelt von Osmo, beziehungsweise von Nemo. Das Modell heißt Hornet Osmo 2P. Warum ich das ausgewählt habe, ist offensichtlich. Das ist ein 2-Personen-Zelt. Hier mal ein DIN A4-Blatt zum Vergleich. Das hat ungefähr die Ausmaße von einem DIN A4-Blatt. Es wiegt 1 Kilogramm komplett, inklusive Stangen und einem ganz kleinen Vorzelt. Und das Packmaß ist halt super klein. Also das kriegt ihr wirklich in jede Tasche, in jeden Rucksack. Kommt halt aus dem Backpacking. Da müsst ihr allerdings mit um die 500 € rechnen. Ich packe euch unten mal einen Link rein, wo ihr euch genauere Informationen zu dem Zelt raussuchen könnt. Das baue ich natürlich jetzt hier nicht auf. Ich kann schlecht Heringe in meinen Laminatboden reinklopfen. So, das zweite Teil ist ebenfalls von Nemo. Das ist der Nemo Moonlight Reclining Chair. Das ist ein sehr kompakter Stuhl. Wie ihr seht, auch da die Ausmaße ungefähr wie so eine 1,5 Liter PET-Flasche. Die ist auch, könntet ihr noch ein bisschen kompakter machen. Der Stuhl hat aus meiner Sicht einen entscheidenden Vorteil und das ist der Sitzkomfort. Ihr sitzt in diesem Teil wirklich super, super bequem. Und ihr könnt die Rückenlehne, ihr habt rechts und links 2 Versteller, da könnt ihr praktisch eure Rückenlehne verstellen und zwischen aufrecht sitzen und schon fast liegend den Stuhl verstellen. Ja, ihr kriegt Stühle in der Art schon für 150 € weniger als der. Wenn ihr den im Angebot kriegt, habt ihr den ungefähr, sag ich mal, um die 150 € auch. Aber normale UVP ist, glaube ich, 189 € für den Stuhl. Ist allerdings wirklich ein Markenprodukt und ihr sitzt saubequem. Ich habe viele Stühle durchgemacht, von noch kleiner, noch leichter. Aber am Ende willst du ja auch beim Camping ein bisschen Komfort haben. Und da war das für mich absolut der Sieger. So, weiter geht's mit meiner Isomatte. Die ist von Sea to Summit, wie fast mein komplettes restliches Equipment auch. Das hier ist die Ultralight Insulated in der Größe Regular. Die gibt es nochmal in Large, da wäre die ein bisschen breiter. Ich komme mit der ganz gut klar. Von der Größe
Ja, auch sehr überschaubar. Das hat ein Packmaß von 10 cm im Durchmesser und 23 cm in der Länge und wiegt 480 Gramm. Und die Verpackung, also der äußere Sack, der ist auch automatisch euer Blasebalg. Also damit fangt ihr die Luft ein und pumpt eure Isomatte auf. Die ist also nicht selbst aufpustend. Die sind meistens ein bisschen schwerer und auch größer in der Verpackung. Die gibt es natürlich auch nochmal in kleiner. Was ihr aber beachten müsst, ist bei Isomatten, die haben einen sogenannten R-Wert. Dieser R-Wert, der bestimmt die Isolation zwischen dem Boden und euch. Ihr könnt noch so einen warmen Schlafsack haben, habt ihr eine schlechte Isomatte mit einem ganz geringen R-Wert, werdet ihr sehr wahrscheinlich frieren. Deswegen, ich hatte viel kleinere, die waren ein Drittel so groß, auch deutlich leichter und habe nachts gefroren wie eine Ratte. Das habe ich damit nicht mehr. Das Teil kostet UVP 169 €, kriegt ihr aber auch schon wieder günstiger. Da müsst ihr halt immer mal gucken, gerade jetzt in der Winterzeit sind die meistens ein bisschen rabattiert. Das Teil ist für 2,5 Jahreszeiten ausgelegt und hat einen R-Wert von 3,1. Wie gesagt, damit komme ich so 5 Grad nachts, würde ich sagen, ist so ein komfortabler Wert. Den könnt ihr noch durchstehen in Verbindung mit dem nächsten Teil, das ich euch gleich zeige, ohne dass ihr euch nachts einabfriert. So, das nächste ist der Z2 Summit Reactor Extreme Schlafsack Liner. Den zieht ihr praktisch zuerst an und geht dann in euren Schlafsack. Das ganze Ding, die geben keine Temperaturrange an oder sagen euch nicht, um wie viel Grad das praktisch euren Schlafsackwert erhöht. Nach meiner Erfahrung nach würde ich sagen, hebt ihr damit eure innere Temperatur oder die Komfortgrenze von eurem Schlafsack so um die 5 bis 8 Grad nochmal nach oben an. Also sag mal, da wo ihr normal anfangt zu frieren, wenn ihr das Ding nochmal anpackt, dann schafft ihr auf jeden Fall nochmal ein paar Grad mehr. Und bisher habe ich damit wirklich gute Erfahrungen gemacht. Und seitdem ich das Teil dabei habe, auch nicht mehr gefroren. Das Teil hat 360 Gramm. Auch das seht ihr, ist sehr, sehr klein, hat einen Durchmesser von im Packmaß 7,5 cm und eine Länge von 12 bis 15, je nachdem wie ihr es packt. Ja, ist bei mir Standard, auch im Sommer, wenn ihr irgendwo mal in den Bergen notfallsmäßig campen müsst und es wird kälter, dann ist das euer Retter in der Not. So, dann kommen wir natürlich zum Schlafsack, der ist ebenfalls von Z2 Summit, der hat auf den Namen Spark SP. Und zwar habe ich die Version in der -1 Grad. -1 Grad heißt, das ist die maximal ausgelegte Temperatur. Komfortbereich ist, schreiben sie nicht, ist ca. 10 Grad. Das weiß ich noch aus der früheren Beschreibung. Und wie gesagt, mit dem hier kommt ihr auch gut bis an die, ich würde mal sagen, so 5 Grad ist so nachts das, was Minimum es haben sollte, wenn ihr eine gescheite Isomatte habt, auf jeden Fall. Wie ihr seht, auch das Ding ist ziemlich kompakt. Das wird sich jetzt auch noch weiter komprimieren lassen. Könnt also eher kugelförmig, wie ihr seht, es lässt sich hier noch weiter zuziehen. Für mich war das jetzt in der längeren Form praktisch. Da passt das besser in die Tasche. Das Teil wiegt 490 Gramm. Ja, lässt sich auch easy wieder da reinstopfen. Das Teil hat eine UVP von 449 €. Kriegt ihr aber auch teilweise um die 380 €, habe ich das gerade mal geguckt. Wie gesagt, das ist kein billiges Zeug. Das ist nichts, was ihr euch auf einmal zulegt. Das könnt ihr über mehrere Jahre verteilen. Wenn ihr mal wieder einen neuen braucht, überlegt ihr halt, kaufe ich mir wieder was Günstiges, investiere ich in was Gutes. Für mich ist das, mir macht das Spaß. Ich erfreue mich dann im Urlaub, wenn ich dann meine Sachen auspacken kann. Es ist zum einen kompakt, es ist leicht, ich muss wenig schleppen. Es lässt sich gut auf- und abbauen. Und vor allem das Wichtige, ich habe einen erholsamen Schlaf und kann am nächsten Tag gut fahren. So, und da fällt mir ein, ich habe hier noch was, mein Kopfkissen. Trägt auch bei zum Komfort, ebenfalls von Z2 Summit, Eros Pillow Ultralight Regular. So sieht das ganze Teil aus, ist wirklich super klein, also jetzt mal im Ernst. Ja, in der Größe habe ich auch noch mal ein Handtuch, in einem normalen Handtuchgröße, also so wie ihr zu Hause auch so ein Duschhandtuch habt. Das ist dann auch nur so verpackt. Dieses Zeug wiegt nichts, ja, das ist Pillepalle, hat die Größe von einem, ein bisschen größer als ein normales Ei, würde ich mal sagen.
passt in jede Lücke. Ne? Also wenn ihr runde Sachen habt, bilden sich ja immer Lücken drin, dann könnt ihr das mit reinquetschen. Top. Was ich natürlich dann auch noch dabei habe, wenn ich irgendwie weiß, ich muss oder ich kriege dort nichts zu essen oder zu trinken, habe ich dann noch einen kleinen Campingkocher dabei. Der ist dann Topf in Topf mit einer Sea to Summit Tasse und mit einem faltbaren Teller. Das müsste ich dann halt das würde ich wahrscheinlich auch noch in diese Tasche irgendwie reindrücken, den Kocher halt natürlich nicht. Der müsste in eine andere Tasche mitverpackt werden, aber sag mal, rein Camping an sich mit Zelt, Isomatte, also alles, was ihr zum Schlafen braucht und ein Dach über dem Kopf. Das passt in diese kleine Tasche rein. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es waren Informationen, die ihr gebrauchen könnt. Wenn ihr dazu Fragen habt, wie gesagt, ich verlinke euch die einzelnen Produkte unten in der Beschreibung. Nichts davon verkaufe ich. Es ist nur mal das, was ich fahre, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe und was ich euch sorgenfrei empfehlen kann. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Ansonsten gute Fahrt, vor allem sichere Fahrt und bis zum nächsten Mal.